Letztes Jahr hat Zenit das Flaggschiff-Kaliber El Primero 3600 endlich auch als vollständigen Chronographen in das Gehäuse der DeFi Skyline gebracht. Wer sich auch an die DeFi Skyline Skeleton von 2023 erinnert, kann leicht zur diesjährigen Neuheit schließen. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und in diesem Video haben wir mit Zenit kooperiert, um uns den brandneuen DeFi Skyline Chronograph Skeleton pünktlich zum Release anzuschauen. In den Vorstellungen von Zenit-Uhren auf diesem Kanal habe ich schon öfter über das El Primero 3600 als neueste Entwicklungsstufe des legendären ersten Automatik-Chronographenwerk der Welt gesprochen. Die spannendsten Uhren der Zenit-Kollektion, ob Chronomaster Sport, Chronomaster Original oder auch DeFi, basieren inzwischen fast alle auf dem El Primero 3600, das erstmals 2021 in der Chronomaster Sport vorgestellt wurde. Das Werk ist nicht nur ein besonders modernes Chronographenwerk mit Schaltradsteuerung, High-Beat-Frequenz von 5 Hz und 60 Stunden Gangreserve, sondern bietet auch eine gute Basis für weitere Komplikationen, wie in der Triple Calendar aus letztem Jahr oder als Dreizeiger-Variante in der Skyline. Da gab es, wie schon gesagt, auch schon eine skelettierte Variante der Dreizeiger-Version 3620 SK, die wir uns damals auch in einem Video angeschaut hatten. Dabei handelt es sich im Endeffekt um das gleiche Uhrwerk, nur ohne Chronographengruppe. Zur diesjährigen LVMH Watch Week gibt es ganz neu auch die skelettierte Variante dann mit Chronographengruppe und damit inklusive aller Funktionen, die das EP 3600 bzw. in diesem Fall El Primero 3600 SK so interessant machen. Die größte Besonderheit des Automatik-Chronographen ist die Möglichkeit, über den zentralen Stoppsekundenzeiger Zehntelsekunden zu stoppen. Das funktioniert, weil die besonders hoch getaktete Unruh mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde für umgerechnet 10 Teilschritte des Sekundenzeigers pro Sekunde sorgt. Durch eine besondere Übersetzung, die die Stoppsekunde innerhalb von 10 Sekunden eine Rotation des Zifferblatts vollführen lässt, kann man eben auch die Zehntelsekunden stoppen. Natürlich bietet die Uhr aber weiterhin auch eine zweite Stoppsekunde im gewohnten 60er-Format, die gleichzeitig mit der zentralen Stoppsekunde startet. Sie befindet sich im rechten Totalisator und wird auch bei Druck des unteren Drückers zurückgestellt. Darunter auf der 6 Uhr Position befindet sich außerdem noch der Minutenzähler für bis zu 60 gestoppte Minuten. Diese beiden Chronographen-Hilfszifferblätter sind genau wie die zentrale Zehntel-Stoppsekunde mit einer roten Markierung auf den Zeigern versehen, um ihre Zugehörigkeit zur Stoppfunktion zu markieren. Anders sieht es bei der permanenten kleinen Sekunde, ebenfalls im 60er-Format im linken Totalisator aus. Diese trägt eine weiße Zeigerspitze. Belegt mit Leuchtmittel dagegen sind übrigens nur die Zeiger für Stunden und Minuten sowie die teils schwebenden, routinierten Stundenmarker mit markanten Phasen. Das Zifferblatt, sofern man es so nennen kann, trägt außen eine normale Minuterie mit 5 Teilstrichen. Soweit so gut. Darüber auf dem Rehaut allerdings liegt die 10er-Skala für die zentrale Stoppsekunde, um auch die Zehntel ablesen zu können. Im Hintergrund befindet sich eine durchbrochene Platine, auf die auch der Markenname aufgedruckt ist, der sich unter dem facettierten Zenit-Stern auf 12 Uhr befindet. Das Muster im Hintergrund ist übrigens eine Anspielung auf ein anderes älteres Sternlogo der Marke. Von vorne zu sehen ist unter anderem die Unruh zwischen 10 und 11 Uhr und das Ankerrad, übrigens auch mit durchbrochenem Sternmuster. Es ist genau wie der Anker aus amagnetischem Silizium gefertigt und changiert deswegen je nach Lichteinfall zwischen lila und hellblau. Innerhalb der 60er Stoppsekunde rechts ist der Zeigerstellmechanismus der Krone zu erkennen und unten rechts erkennt man einen Teil des Drückermechanismus, auch Schalthebel genannt. Auf der Rückseite wurden ebenfalls leichte Anpassungen vorgenommen, damit man etwas mehr erkennen kann und zum Beispiel auch durch die Uhr durchschauen kann. Hier zum Vergleich die Rückansicht der nicht skelettierten Version des Skyline Chronos, den wir uns auch bereits in einem Video angeschaut hatten. Und hier die der neuen skelettierten Version. Gleich geblieben ist der Rotor in Sternform, dieser ist bei der neuen Version allerdings passend zur Zifferblattfarbe eingefärbt, ebenso wie ein Teil der Platine. Darunter erkennen wir weitere Komponenten wie das Schaltrad, über das die Chronographenfunktionen gesteuert werden, und natürlich sieht man auch von hier die Unruh.
Eingebaut ist alles wie beim Modell mit Zifferblatt ins markante Edelstahlgehäuse der DeFi Skyline mit 42 mm Durchmesser und einer Höhe von ca. 13 mm. Der Lack-to-Lack-Abstand beträgt aufgrund der Bauweise mit integriertem Armband nur ca. 47 mm. Zusätzlich zur achteckigen Gehäuseform und der 12-eckigen Lünette sind auch die Drücker aufwendig kantig gearbeitet und die Krone mit einem Relief des Markenlogos verziert. Dabei bleibt der Chronograph bis zu einem Druck von 10 bar wasserdicht. Da der DeFi Skyline Chronograph Skeleton mit dem hauseigenen Schnellwechselsystem von Zenith ausgestattet ist, erhält man zusätzlich zum Gliederband aus Edelstahl ein zweites Armband aus Kautschuk mit Fallschließe dazu. Beide Varianten sind etwas teurer als die Version mit Zifferblatt und werden für einen Preis von 16.200 € angeboten. Verfügbar sind sie ab sofort. Was meint ihr zu diesen Zenith-Neuheiten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's direkt zum nächsten.